Eier selber. Und wir kriegen Eier von Kooperationspartnern. Wir machen hier Gemüse vielfältig, Sommerkulturen wie Winterkulturen im Gewächshaus und Freiland. Wir bieten über Kooperationspartner Obst ganzjährig an. Wir sehen die Kooperative als Netzwerk, tatsächlich als Netzwerk von Erzeugern und Verbrauchern, aber auch von Verbrauchern untereinander. Bei dieser Suche des Hofes haben wir 3 Kriterien gehabt. Ein Kriterium war Klima, heißt dieser Hof muss in einer klimatischen Lage sein, wo wir vielfältigen Anbau betreiben können. Das heißt eigentlich Weinbauklima haben wir definiert. Das zweite ist, wir glauben, dass wir ein Projekt haben, was über die Region hinaus strahlen kann, dass wir Lösungsansätze haben vielleicht für die Zukunft. Und wenn das so ist, dann wollen wir auch, dass es gesehen wird. Ja. Das heißt, wir wollten immer in die Nähe einer Metropolregion, wo es gesehen wird, wo auch darüber berichtet wird, wo wir eventuell auch Einfluss auf Deutschland, Europa haben. Als eine Art, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber eine Art Vorzeigeprojekt oder so ein bisschen. Eine Art, es funktioniert auch in einer anderen Logik, es funktioniert auch anders, als eine Alternative bieten, die dann gesehen wird. Und das dritte Kriterium war die Nähe zur Stadt. Eigentlich definiert war vom Hauptbahnhof, halbe Stunde bis zum Hof. Ja, in der Realität, das war immer für uns das Best Case, wenn wir das finden würden, mit dem Zug, halbe Stunde bis zum Hof. Wir haben gemerkt, dass das schon zu weit ist. Also diese halbe Stunde mit dem Zug ist schon eine zu hohe Hürde für die Leute, um wirklich zum Hof zu kommen. Und Oberrad ist wirklich Fahrraddistanz, 10 Minuten, Viertelstunde. Und hier merken wir, dass das genau der richtige Ort ist für das Konzept. Das Kriterium ist so wichtig, weil wir nur erfolgreich sein können, wenn die Leute wirklich partizipieren können, wenn die Leute wirklich da sein können, also wenn es wirklich dieser Schritt zum Hof so einfach ist, dass die Leute immer vorbeikommen können, gucken können, wie geht es meinen Hühnern, wie geht es meinem Gemüse, wo die Leute beim Pflanzen mitmachen können. Wir hatten jetzt letzte Woche Pflanzfest, Tomaten gepflanzt mit 50 Leuten. Wow. Und ein wichtiger Punkt, dieser Oberbegriff Transparenz. Wir brauchen eigentlich kein Siegel mehr, weil die Siegel nur für einen anonymen Markt gemacht sind, um gewisse Qualitätsstandards zu halten. Und eigentlich ist das Siegel hier, die Leute können selber gucken, geht es den Hühnern gut, und die Leute können entscheiden, welchen Dünger sie nehmen, welche Pflanzenschutzmittel und so weiter. Und ja, das ist siegelfrei, obwohl wir biozertifiziert sind. Was wir gemerkt haben, um wirklich einen Hof zu bekommen, also Ausnahmen bestätigen bestimmt die Regel, aber auch in Steinbach der Hof, es funktioniert überwiegend dann, wenn man sich auf die Gangart des alten Landwirts einlässt und einfach probiert, Freestyle ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen zu gucken, was sind die Bedürfnisse des Landwirts, wo sind die Unsicherheiten, wo braucht er Unterstützung und so weiter. Das heißt, erstmal wirklich mitmachen, wirklich zeigen, dass man was kann, sich kennenlernen und dass der Landwirt dann auch in der Lage ist, diesen Hof auch mit gutem Gefühl auch zu übergeben. Fangt an, erzählt von eurer Idee, macht Führung, guckt, dass ihr Leute rankriegt erstmal, und erzählt einfach von eurer Idee. Und dann der Rest wird dann schon kommen. Wir sind beides Gärtner, wir haben beide studiert und Meister und so, aber wir sind beides trotzdem Gärtner, und wir haben uns nie eine richtige Strategie überlegt, wie wir jetzt an Mitglieder kommen oder wie wir jetzt an Kunden kommen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, was uns auszeichnet oder was wir machen, ist, wir
sind überzeugt von dem, was wir tun. Wir haben eine Idee, wie wir es besser machen können. Wir können das irgendwie ausstrahlen und Leute anstecken. Und wir erzählen nicht eine Geschichte, die irgendwie ausgedacht ist, sondern wir erzählen eine Geschichte, die wahr ist, die man hier ist, sehen kann. die man sieht, und die Geschichte, die man dann auch mit weitergestalten kann. Ja, und das ist so die Idee, deswegen auch viele Veranstaltungen einfach eine schöne Zeit haben.